Es geht wieder los. Die Leine provisorisch festgemacht, dass ich die nur an der Klampe lösen muss am Boot und dann kann ich die einfach durch den Ring von hier aus ziehen. Ich habe die Leine hier los und dann kann ich die einfach durchziehen und schon sind wir frei. So, kannst losmachen. Auf die Insel! Wir haben gerade abgelegt in den Helder. Marina und Jürgen müssen jetzt noch drehen und dann fahren wir durch die Schleuse und dann sind wir auf der Wattensee und fahren nach Texel. Wir haben gerade mit der Schleuse gesprochen, leider. Die Schleuse schleust es Richtung Meer, gerade ein Berufsschiff und wir müssen jetzt hier erstmal anlegen und warten. Da kommt noch ein Segler raus und ich hoffe, dass wir nach dem Berufsschiff noch mit in die Schleuse passen. Wir kriegen jetzt Rot-Grün und können dann langsam vom Liegeplatz, vom Warteplatz weggehen. Jetzt haben wir Grün und auf geht's Richtung Schleuse. Es wird ein bisschen eng heute in der Schleuse. Wir werden wahrscheinlich ins Päckchen gehen müssen. Man darf nur auf der rechten Seite anlegen. Es ist hier eine Baustelle. Am Schiff direkt, okay. Wir müssen heute an ein Berufsschiff anlegen, längsseits. Wie gesagt, das ist Premiere. Wir liegen jetzt an einem Berufsschiff, da wir die linke Seite nicht benutzen dürfen. Jetzt geht das Schleusentor hinter uns zu. Und ich übergebe an den Captain. Und ruckzuck geht das Tor schon auf. Okay, thank you. So, wir können eigentlich losfahren, wenn die vor uns weg sind. Nimmst du mal die Kamera? Wie ihr mitbekommen habt, ging der Schleusengang ziemlich schnell. Wir sind schon wieder vom Berufsschiff weg. Und ich glaube, der vor uns kann so richtig nicht Boot fahren. Der wäre beinahe gegen die Schleusenwand gefahren. Also wenn ich da Gast drauf wäre, wäre ich da ein bisschen beunruhigt, mit dem rauszufahren. Das war auch einmal ein Erlebnis. So. Jetzt geht es ins salzige Wasser. Aus der Schleuse sind wir jetzt raus. Nächste Brücke öffnet sich direkt für uns. Hier die dicken Fischerboote. Da ist eine ganz leckere Fischbude und dahinter ist auch das Restaurant Neptun, wo wir gestern Abend noch gegessen haben. Tschüss, den Helder! Jede Menge Schiffe, die immer zu den Bohrinseln pendeln. Da vorne geht es raus. Die Fähre nach Texel hat auch gerade abgelegt. Da oben kann man noch mal das Let's End sehen. Voraus sieht man schon Texel. Jetzt geht's los! Mit 38 km/h geht es über das Wattenmeer. Wir erreichen jetzt auf Texel Oldeschild. Das war eine kurze, knappe Überfahrt. 20 Minuten und schon sind wir hier. Ja. Nicht mal Vollgas. Ganz gemächlich. Ich werde jetzt die Fender vorbereiten. Man merkt anhand der Geschwindigkeit, dass die Strömung doch etwas uns entgegengekommen ist. Jetzt sind wir drin, aber wir müssen noch ein ganzes Stück gleich Steuerbord und der Yachthafen ist am Ende. Hier ist der alte Hafen. Da ist gleich die Kombüs. Jetzt geht schon was los. Hier geht es noch um die Kurve in den Yachthafen rein. Und jetzt müssen wir dann gucken, wo die Boxen für unsere Länge sind. Das fängt bei kurz an und wird dann immer länger. Hier. Ja.
Wattenhafen Texel. Jürgen, da kommt der nächste Segler. Die Segler verlassen langsam den Hafen. Hier sind auch diese Kennzeichen rot. Rot bedeutet immer nicht anlegen an den Stegen. Das sind alles Festlieger hier vorne. Rechts die Schilder zeigen die Länge an der Boote. Zum Beispiel D, Steiger D ist 10 bis 12 Meter Boote. Claudia und Frank gehen hier vorne dran. Da passen wir aber nicht daneben. Da kommen wir leider nicht nebeneinander rein. Das ist zu schmal. Da passen wir nicht rein. Gehen wir da vorne hin. Da kommen schon welche und helfen uns. Das ist ja immer nett. Morgen. Ja, Deutsch. Warte, ich nehme dann vorne mal zurück, Jürgen. Vorne geht's. Noch einen Millimeter, ja. Stopp, jetzt nicht, stopp. Stopp, Jürgen. Perfekt angelegt. Wir haben jetzt mal hier andersrum angelegt, sodass wir die Sonne nicht am Nachmittag auf dem Cockpit haben. Warm genug ist es trotzdem. Hier kann man auch mit der iMarina App bezahlen. 3 Nächte für 150 €. Da ist Strom und Dusche mit drin. Aber die Wattenhäfen sind schon ein teures Pflaster. Das ist der Yachthafen von oben. Also ist noch ordentlich Platz. Am Ende des Hafens kann man auch raus. Hier ist der Bereich für die Dickschiffe, die nicht in die Boxen passen. Der Katamaran hat eben angelegt. Und dann kommt man hier auch gleich zum Strand. Es ist zwar nur ein kleiner Strand, aber mal zum Schwimmen gehen völlig ausreichend. Hinter der Straße ist der Strand und da kann man schon sehen, wie nah das ist. So, jetzt gehen wir zu Veronika. Kleinigkeit zu essen. Wo gibt es hier Frikandel? Okay, danke. Dankeschön. Das ist Leckerbeck. Nicht dagegen hast? Ja, das geht ja hier. Ja, das sieht gut aus, der Leckerbeck. Ja. Der sieht auch schön dick vor allen Dingen. Ja, dann gibt es hier einen Mini-Trödelmarkt an der Kade. Über den Deich geht es nach Oldeschild rein. Hier kaufen wir heute Fisch, Sashimi, das essen wir heute alles kalt mit Brot. Für uns, ne? Ja. Lecker, lecker. Und gerade einen großen Elektroladen und hier ist die Ilse vom Sparmarkt. Und da sind wir auch schon mal gleich im Hafen. Heute gibt es Leckerlis an Bord. Der Fisch vom Feinsten. Sashimi vom Lachs und Thunfisch, Algensalat, Aal. Krabben mit Knoblauch, Soße. So, Tom und Kerstin verlassen Texel. Da war noch ein Segler im Weg. Tschö. Seit gestern ganz schön leer geworden. Ich hoffe, unsere Fahrräder, die wir vorgebucht haben im Internet, gibt es noch. Aber hier stehen schon welche bereit, 4 Stück. Das könnten sie natürlich sein, aber ein Lastenfahrrad brauchen wir. Ja, mit dem Gitter ist wahrscheinlich dann das. Und unsere sind wahrscheinlich die hier. Alles für den Hund. Nach kurzer Fahrt sind wir in Den Burg.
Frank hat seinen Thron gefunden. Eine richtig schöne Gasse. Hier in Den Burg kann man wirklich sehr gut shoppen. Sehr viele Bekleidungsgeschäfte, hochwertige Artikel. Anscheinend neu gemacht. Da glaube ich war früher irgendein Ägypter oder so drin. Italienisch. Und wir essen zum Mittag. Und ja, sieht alles gut aus. Hab guten Appetit. 2 Salate, 2-mal Nudeln. Und schmeckt das Eis? Schmeckt sehr gut. Ja. Oh, Anna hat auch Durst. Anna hat es gemütlich, die muss nicht trampeln. Genau, ich kann jetzt schön schlafen am Rückweg schon. Wir haben jetzt Samstagabend und ich bin überrascht, wie viele Boxen noch leer sind. Da hinten ist das Sanitärgebäude, da gehe ich jetzt hin. Der Hafenmeister sitzt hier drüber. Die Steganlage ist fest und da kann man die Tür zum Sanitärbereich abschließen. Das Hochwasser kommt dann schon mal bis hier hoch, aber der Hafenmeister oben, der bleibt trocken. Sanitärgebäude hier unten, die Steganlage ist beweglich, aber das Sanitärgebäude ist fest. Im hinteren Bereich sind die Duschen, ordentliche Mischanlage, aber extrem eng. Der Sanitärbereich ist ausreichend. Hier erwartet man natürlich keine Luxusduschen. Das ist eher ein Hafen, wo es um Massenabfertigung geht, mit vielen Seglern und Motorbootfahrern, die hier täglich duschen und sich frisch machen wollen. Kostet nicht extra, kann man natürlich bei dem Preis auch erwarten. Alles gut. Tanken kann man hier auch. Super. Und Diesel. Auf geht's wieder nach Den Burg zum Dinner. Genau. Hi. Anna hat sich auch schon Hi. wieder postiert. Bis zum Ausgang vom Yachthafen aus ist es schon eine ganze Weile. Ein Flüchtlingsschiff. Den Fischerboden vorbei. Eieiei. Noch ein Bootsausstatter, aber schon zu. Die Veronika. Da ist noch ein Teil des Hafens. Und dann sind wir auch schon im Dorf. Und nach Geschäftsschluss ist das wie ausgestorben hier, trotz Samstagabend. Man merkt, es ist halt nur ein Touristenort. Geht circa 4 Kilometer nach Den Burg. Hier ist die Brauerei, hier gibt es das Texel. Samstagabend ist wie sehr Asia-Time. Da ist schon unser Tisch. Sieht sehr asiatisch aus. Ja. Hallo. Super. Hallo. Dankeschön. Anna in die Ecke. Wir essen doch nicht all you can eat, sondern à la carte. Wir lassen uns überraschen vom Geschmack. Genau. Sieht schon großartig aus. Das war jetzt ein normales China-Essen, wie man es überall findet. Das war jetzt kein besonderes Highlight, aber wir sind satt geworden. Alles gut. Aus dem Hafen raus rechts gibt es einen zweiten Fischladen. Hier kann man auch lecker essen und man kann vor allen Dingen sehr schön draußen sitzen. Jetzt fahren wir zurück zum Boot. Wassersport Family verlässt uns auf. Texel wird jetzt richtig leer. Sonntag starten wir unsere Fahrradtour nach De Kock. Dafür fahren wir erst am Wasser lang bis zum Fährhafen und dann quer rüber nach De Kock. Das ist eine ganz schöne Tour. In Texel sollten wir auf jeden Fall ein Fahrrad haben, dass man auch was sieht. Erste Pause. Das ist eine echte Spazierfahrt mit E-Bike. Ja, Ja. Geht doch, ne? Der Muss nur Ga- die Sonne kommen. Jetzt sind die Ferien zu zweit unterwegs. Eine ist abgefahren und da kommt auch schon die nächste. Also ist jetzt mehr an Touris zu erwarten. Langsam gehen die Ferien auch los. Am Wochenende fährt die Fähre doch im Zweiertakt. Dann spielt die Urlauber oder Tagesbesucher, begleitet von ganz vielen Mooren. Da blinken die Seezeichen. Hinter der Fähre ist die See ja spiegelglatt. ich habe jetzt meine Jacke ausgezogen, jetzt ist es warm genug. Camping Kokerstrand ist unsere erste Station.
Ja, schauen wir jetzt mal an den Strand. Hier war früher eine Brücke. Hier kann man in den Dünen wunderbar stehen. Und dahinter ist dann auch der Strand. Man kann hier kilometerweit in jede Richtung laufen. Ein schöner Ort zum Verweilen. Bleibt ihr beiden Banken stehen? Und da geht auch schon bis zu die. Da seid ihr ja. Da kommt der Nachzügler. Fahrräder haben wir abgestellt. Und jetzt geht es ins Dorf was essen. Der Kok ist nicht so klein, hat eine lange Straße. Wir gehen jetzt hier Pfannkuchen essen. Back to the roots. Einfach Pfannkuchen. Speck und mit Käse. Ich hab den Burenpfannkuchen. Pure Pfannkuchen. Ja. Hier ist echtes Schaulaufen angesagt, wenn man hier sitzt. Jeder muss hier einmal hin und her. Und natürlich gibt es hier auch Eis. Ja. Eine Mörder-Eisdiele. Größer habe ich sie bisher nur am Gardasee in Sirmione gesehen. Das war der Kok und jetzt geht es zurück zum Boot. Die Fahrräder sind abgestellt, der Schlüssel da in das Loch geschmissen. Das war's. Hier werden kleine Krabben gefangen, ne? Ja. Ja, hij is deze nog bezig. Die halten einfach den Wurm fest und dann kann man die rausziehen. Der Mini-Supermarkt direkt am Hafen hat auch sonntags auf. Für Kaffee, für das Nötigste kann man hier bekommen. Eier, Brötchen, Konserven, was zu trinken und Eis. Direkt am Hafen ist ja auch der Vizenhändler. Er hat auch sonntags auf. Der Hafen bei Niedrigwasser. Kleiner Geheimtipp. Wir gehen jetzt hier zum Hafenkontor hoch. Hier ist der Hafenmeister und daran vorbei gibt es auch nochmal WC und Duschen. Das ist, wenn Hochwasser ist und unten abgeschlossen ist, dann kann man noch Dusche und WC oben nutzen, sodass der Hafen auch ganzjährig nutzbar ist. War den ganzen Tag heute bewölkt, jetzt kommt die Sonne raus. Und wir gehen hier im Hafenrestaurant der Kompanie essen. Und ein geschützter Platz. Herrlich hier. Herrlich. Ich verzichte auf Senfsuppe. Aber die ist ganz dezent. Ja, ich Da freue mich. schmeckst du auch den Senf raus, finde ich. Ich freue mich gleich auf Dessert. Okay, jetzt haben wir die Hauptspeise. Steak, Spare Ribs Kombi, Lamm. und Lamm. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir waren heute in der Kompanie essen. Ist ein etwas hochpreisiges Lokal. Die ersten zwei Gerichte, Lamm und Beef, waren für das Gebotene etwas zu teuer. Ansonsten war es gut. Und jetzt geht es zurück aufs Boot. Sonntagabend ist es merklich voller geworden. Der Hafen hat sich jetzt gut gefüllt. Ja, bei den großen Booten ist noch sehr viel frei. Naja, und wir liegen auch schön. Es ist Montagmorgen. Der Wind ist nicht so, wie wir es erwartet haben. Ist viel doller. Keiner ist heute so richtig rausgefahren. Wir haben unsere Abfahrt jetzt mal auf heute Nachmittag 17 Uhr verlegt, weil die Schleuse zwischen 16 und 18 Uhr in den Ufer nur schleust, wenn auch ein Berufsschiff mit dabei ist. Und dann soll es deutlich weniger werden. Heute greift Plan B. Montagmorgen sind wir noch auf Texel. Der Wind ist zu stark und dann müssen wir uns jetzt erstmal stärken für die Überfahrt nachher. Und das machen wir mit Deckerbeck. Jetzt hier vorne auf der Mole und es ist immer noch windig.
Wir wollten eigentlich schon längst wieder auf dem Festland sein und warten darauf, dass es etwas windstiller wird. Wer ist verbleiben? Hm? Wer ist verbleiben? Fest für fahren. Warte mal. Anna, komm mal her. Nein. So peu à peu verlassen wieder die Segler den Hafen. Für die ist das Wetter natürlich ideal. Heute wird mal an Bord gekocht. Ich habe mir soweit alles schon mal zurechtgelegt. Es gibt Spaghetti mit Aioli und Olivenöl, Peperoni und natürlich tolle Garnelen. Nachdem alle Zutaten zueinander gefügt wurden, also die Spaghetti sind fertig gekocht, die Garnelen sind in der Pfanne und die kommen dann anschließend auch noch mit schön Olivenöl in die Spaghetti-Töpfe hinein. Und dann lassen wir es uns schmecken. Heute gibt es Essen an Bord. Wir gehen mal nicht essen, sondern Marina hat gekocht. Claudia und Frank haben Scrimps besorgt. Gambas im Und Aude Fischmarkt in Audeschild. Und die hat Marina lecker zubereitet mit Spaghetti aglio olio. Und die werden wir uns jetzt schmecken lassen. Wir sind heute hier nicht von der Insel runtergekommen, weil der Wind doch zu heftig war. Und sind dann noch eine Nacht geblieben. Es gibt schlimmere Schicksale, aber morgen wollen wir dann rüber ins Eiselmeer. Guten Appetit. guten Appetit. Lass es schmecken. Schön, dass du gekocht hast. Oh. Dankeschön fürs Kochen. Prost. Alles. Der Abschluss in Texel. Ich verstehe das gar nicht. Da drüben steht ein Boot mit einem netten Pärchen, das uns kennt. Da gehen wir doch gleich mal hin. Ja, wir haben heute wieder ein nettes Pärchen hier kennengelernt. Hallo, ich bin der Wilfried. Ich bin Marlies. Hallo. Wir haben heute unseren Lieblingskanalbetreiber getroffen, Boto Tour. Ja, und wir sind hier auf Texel, das wird er wohl alles noch berichten, der Jürgen. Und unser Schiff liegt unser Heimathafen ist in Sneek. Und ja, wie gesagt, das war eine tolle Tour und ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass wir die Botos mal getroffen haben. Und ich wünsche allen anderen, die uns kennen, allzeit gute Fahrt und ja, Dankeschön. Und immer eine Handbreit unterm Kiel. Also, Alles klar, Ja. vielen Dank. ja, Handbreit, das ist auch klar. Ja, das ist der wunderschöne Nordseekutter der beiden. Alles auf einer Erde, top ausgerüstet, super Schiff. So, 4 Nächte Texel sind jetzt vorbei. Wir mussten einen Tag länger hier bleiben, weil es gestern zu windig war, aber heute können wir dann Richtung den Ufer starten. Ja, es war eigentlich sehr schön hier auf der Insel. Wir waren jetzt auch schon insgesamt 4 Mal. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen hier. Insbesondere das Wetter hat mir gut gefallen und hier die Aktivität im Hafen. Da hat man immer was zu schauen. Viele Segler, die an- und ablegen. Ist toll hier. Ja, es ist wirklich ein toller Hafen. Auch viel, nicht nur Segeln, sondern auch die Berufsschifffahrt vorne und die ganzen Restaurants und das Drumherum ist wirklich sehr spannend. Man braucht allerdings hier ein Fahrrad, um die Insel wirklich besser kennenzulernen. Wie war die Restauration? So, diesmal war nicht so ganz so optimal. War okay, sagen wir mal, ne? Aber die schönsten Abende waren sicherlich, wo wir an Bord gegessen haben. Einmal den Fischabend bei euch an Bord und gestern die Spaghetti aglio olio. Das war klasse. Ja, kommt auch mal nach Texel, es lohnt sich. Das auf jeden Fall. Hier gibt es eine Menge zu sehen, es ist eine große Insel und die Reise hierhin lohnt sich auf jeden Fall.